Und damit willkommen beim HP Color Laser MFP 178. HP wirbt mit dem Slogan, es sei der weltweit kleinste Laserdrucker seiner Klasse. Kompakt und geräumig ist er, man kann mit ihm drucken, kopieren und scannen. Der Wireless Multifunktionsdrucker schafft eine Druckauflösung von 600 x 600 dpi und im Lieferumfang, da gibt's eine Bedienungsanleitung, das Netzkabel, ein USB-Kabel sowie den nötigen Tuner, der sich schon im Gerät befindet. Nach dem Auspacken die Aufbauanleitung lesen und die Transportbefestigung am Gerät sowie im Tunerfach und unter der Scannerklappe entfernen. Das Papierfach ebenfalls von den Klebestreifen befreien und einschieben. Bis zu 150 Seiten A4-Papier kann man hier einlegen. Der mitgelieferte Tuner enthält alle Farbkartuschen sowie eine Schwarzkartusche im Lieferumfang. Für Original-Ersatzkartuschen muss man bei Schwarz ca. 35 € einplanen. Das Farbpaket mit den 4 Standardfarben kostet ca. 130 €. Farbkartuschen anderer Anbieter bekommt man mittlerweile schon ab 95 €. Die Bedienung des Gerätes ist relativ einfach gehalten. Ein Display und die nötigsten Tasten und Elemente befinden sich auf der Oberseite des Druckers. Bedienungsanleitung lesen und dann geht es los mit dem Einrichten. In das mitgelieferte Papierfach kann man verschiedene Sorten von Papiergrößen wie unter anderem A4, A5 und A6 einlegen. Im Fach befinden sich die nötigen Bedienelemente für diese Einstellung. Die Kopier- und Scannerfläche erfasst ebenfalls verschiedene Größen mit einer verbesserten Scanauflösung von bis zu 19.200 dpi. An der Rückseite des Gerätes befindet sich noch eine Klappe zur Überwachung des Drucks und sollte mal was hängen bleiben, kann man es hier wieder rausziehen. Und dann kann es schon losgehen. Das gewünschte Papier in das untere Fach einlegen, Klappe schließen und bitte beachten, dass sich das Fach jetzt nicht mehr komplett einschieben lässt, sondern etwas heraussteht. Die benötigten Kabel anschließen. Auf der Rückseite vorhanden sind ein Netzkabel, der USB-Anschluss und zum Einrichten im Netzwerk gibt es hierfür auch den benötigten Anschluss. Ebenfalls ist natürlich auch das komplette drahtlose Drucken über Wireless möglich, dazu aber später. Drucker an der Oberseite einschalten und jetzt beginnt das Gerät mit dem Setup. Wenn die Lampe fest grün leuchtet, ist er fertig und es kann losgehen. An der Oberseite befinden sich die Tasten zum Einschalten. Mit dem roten Kreuz kann man Vorgänge abbrechen. Die unteren Tasten sind zur Einstellung des Kopiervorgangs einmal schwarz-weiß und einmal die Wahltaste fürs Farbkopieren. Des Weiteren befinden sich neben dem Display noch weitere Einstellmöglichkeiten. Zur Größe, zur Intensität des Kopiervorgangs und zur Feineinstellung. Die untere Taste, die blau blinkt, ist für die Wireless-Einstellung und zeigt den Modus der Verbindung an. Zum Kopieren Deckel auf und auf die richtige Größeneinstellung achten. Deckel wieder zu und Wahltaste betätigen. In unserem Fall machen wir jetzt mal eine Farbkopie. Bei der Kopiergeschwindigkeit schafft man mit Farbe in der Minute etwa 4 Seiten und beim Schwarz-Weiß-Kopieren sind es 14 Seiten pro Minute. Die Qualität der Ausdrucke ist für den normalen Bereich wirklich überzeugend und glänzt durch kräftige Farben. Bei der Wireless-Bedienung mit der nötigen App werden noch ganz andere Dinge möglich. Zuerst muss man die HP Smart App herunterladen. Das geht im Google Play Store und natürlich auch in meinem Fall im Apple Store ganz einfach. HP Smart eintippen und schon gefunden. Anklicken, downloaden, fertig. Schon öffnet sich die App und wer sich direkt verbinden möchte, der sucht das nötige HP WLAN-Netz und verbindet sich dann mit seinem Smartphone oder Tablet direkt mit dem Drucker. Jetzt noch den Drucker aussuchen und dann ist man verbunden und bekommt alle Druckerinformationen oben in der App angezeigt. Jetzt kann man zum Beispiel direkt vom Smartphone seine Fotos ausdrucken, einfach die Datei aussuchen, anklicken und dann ausdrucken. Die App überträgt alles, startet den Druckvorgang und nach wenigen Sekunden Wartezeit hat man das fertige Ergebnis.
Zusätzlich gibt es aber auch noch die Möglichkeit, über das Smartphone oder das Tablet Dokumente und Fotos zu scannen. Hier einfach in der App die nötigen Button anklicken und schon kann es losgehen. Fotografieren und dann mit einem Tastenklick auf dem HP Laser ausdrucken. Kinderleicht und einfach zu bedienen. Die App von HP finde ich vielseitig und umfangreich. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergebracht. Und wenn das so ist, dann lasst mir doch ein Like da, beziehungsweise ein freundliches Abo. Und ich sage danke fürs Zuschauen und gern bis zum nächsten Video.